Baba-Club gab es, haben wir schon 10-mal gelesen hier. Okay, also dann lesen wir ganz hinten. Wir achten jetzt mal darauf, dass wir nur das Buch, in dem wir lesen, hier unten drin haben. Damit wir da nicht so morgens um 7 schon in der Verwirrung sind. Ja, gute Idee. Dann lesen wir jetzt hier. Klebt schon mal hier. Alles ausgeleitet. Okay, so dann lesen wir aus dem Transcendental Diary von Hari Prabhu. Was lesen wir? Das ist der zweite Band. Aha. Und zwar ist das Toronto, June 18th. June? Aha. Juhu? Ne, June. Juni. Junio. Juni. Hast du gefunden? Ja? Okay. June 18th, 1976. Canada seems a cold place. The water at the temple is so cold that after only a minute under the shower, it gives one a headache. The morning walk was through the Rouge Park. The morning walk was through the Rouge Park Bales again. The heavily wooded valley with the steep walls prevent the sun's rays from reaching there until late morning. So it is quite chilly. The cold weather is not good for Prabhupada because he becomes easily congested. He is therefore keeping well wrapped up with chunky pullover and woolen hat. Satsvarup Maharaj gives Srila Prabhupada some background information on Professor O'Connell, who was to visit with him in the afternoon. He said the professor had written a review of Dr. Stilson Judah's book, Hare Krishna and the Counterculture. The review was favorable, but O'Connell had one objection. He said it was a very sympathetic book. Dr. Judah, he said, and a little bit too sympathetic on one point. He made this statement. He thinks that our movement, the way we deny the flesh, he said, we call it denying the flesh. It tends to make us a little cold in our relations to each other. And people in the Krishna conscious movement are denying the natural affection that is somehow connected with the flesh. Prabhupada replied that according to Lord Chaitanya, a Vaishnava should not associate with those who are attached to women. Since we are following that policy, we cannot be sympathetic to such a society. Those who are infected, they should be separate. You cannot make any compromise. Satsvarup explained that the professor was referring to our own society. His point was that even amongst ourselves, even among the devotees, there's not enough expression of love. I think what it comes down to is that he objects that we are against illicit sex. Prabhupada and the devotees laughed. Oh, that means he is a customer. Jagadish added, these professors sit around, discuss topics of Chaitanya Mahaprabhu and drink wine. Satsvarup agreed, and their discussion is very blasphemous. This Mr. Dimmock, he's made much investigation on the 6 Goswamis, and he's read all manuscripts, and he's always going to India and studying Rupa Goswami and Lord Chaitanya. But everything is extremely blasphemous that he writes. So in both ways, in their habits and whatever they write,
The library party men, they become friendly to these professors, but only to use them more or less. That they'll accept our books despite themselves. Srila Prabhupada expressed his approval. Yes, that we must do. Our policy is when we go to a bad character, we don't go to associate with him, but to give him our association. Therefore we must be strong and very pure, so that your association, they will be benefited. For the preachers, Ishvare tat adhineshu, Bale Barisheshu Dvi Satsu. The four behavior. Ishvara tat adhineshu, devotees, Barisheshu, innocent, and Dvi Satsu, those who are envious. For those who are preachers, they, prema, loving God, making friendship with devotees, and those who are innocent to deliver, and those who are envious reject. He asked Satsvarup for further details of Professor O'Connell's objections. Satsvarup Maharaj obliged. He said, we deny expression of love through the body, just like the Grihastas are not allowed except to have children, to have sex, and brahmacharis not at all. These are natural ways to express love, he says, and by denying them, the people in this movement become somewhat cold and don't have the experience of love. Love? This is love or lust? Prabhupada asked, stopping for a moment. He says there is definite connection between the flesh and love, Satsvarup said, and you can't deny it, he said. I argued with him, but that was his viewpoint, that love is expressed through the flesh. Then how he has become a doctor in Vaishnava philosophy, Srila Prabhupada asked seriously. And the Chaitanya Charitamrita, there's an explanation. What is the difference between lust and love? I told him, if you observe the devotees, you will see they have very affectionate, loving dealings with one another, but it's not based on the flesh. We don't have so, that is lust, Prabhupada said. Sahajya, lust is growing on as love. Mahaprabhu said, Asat eka Sri Sangi. Sri Sangi, those who are attracted to women, is asat. Yes, Satsvarup agreed. Adding, basically, he said it was a good book and that our movement is an important movement. But he made that one objection. Any questions? Yeah. But isn't there something to this argument that especially if devotees are in the beginning a little neophyte and don't have such deep understanding, and it tends to be... Deutsch fragen, oder ist es, wie machen wir das hier? Ja. Gibt es ja nicht eine gewisse Berechtigung zu diesem Einwand, den können wir ja selbst auch ein bisschen selbstreflektiv oder selbstkritisch sehen, dass wenn wir noch nicht so fortgeschritten sind und... das ist zum Unpersönlichkeit tendieren, ne? Ja. Ja, klar. Das ist Teil unseres Fanatismus. Des Fanatismus, den man experimentiert, wenn man jung ist. Und auch wenn man Neophyt ist. Anfänger? Anfänger ist, wenn man neu ist. Ja, aber man ist noch nicht in der Situation, dass man stark angehaftet ist an Krishna. Und man ist auch noch nicht losgelöst von Maya. Ja, so dann hält man sich in einer Position, ein bisschen künstlich das Ganze. Ne? Ja. Aber wenn man Anziehung zu Krishna entwickelt, wenn man starke Anhaftung an Krishna entwickelt und überhaupt alles, was mit Krishna muss in Beziehung steht, dann entwickelt man eine ganz natürliche Loslösung. Ja. Genau das Beispiel, das Prabhupada gegeben hat mit der Rakete. Ja, das
gesagt, wenn man Raketen in den Weltraum schießt, wenn die nicht aus der Anziehung der Erde, wie sagt man, sich lösen, dann gehen sie früher oder später wieder auf die Erde, wie sagt man, runter. Aber wenn sie weit genug geschossen werden, dann gehen sie irgendwo anders runter, einen anderen Planeten. So, das sind unsere beiden Anziehungen. Dieser Planet oder der Planet, beziehungsweise Maya oder Krishna. Wenn wir nicht so weit genug oder noch nicht genug angezogen werden von Krishna, noch keinen höheren Geschmack entwickelt haben, dann ziehen wir uns ganz natürlich immer noch zu Maya an. Und deshalb muss man einfach ein bisschen strikt sein. Dass man nicht wieder unter den Einfluss oder beziehungsweise nicht wieder unter den Einfluss Mayas gerät. Und durch den Vorgang, durch den regulierten Vorgang des hingebungsvollen Dienstes entwickelt man langsam. Und nicht entwickelt, sondern wird ganz natürlich die Einzelnen zu Krishna geweckt. Bei unserem krankhaften Zustand fühlen wir uns nicht zu Krishna angezogen. Wenn wir da völlig spirituell gesund sind, dann fühlen wir uns von Krishna wieder angezogen. Ja, das ist unnatürlich, das ist krankhaft, nicht von Krishna angezogen sein. Ja? Ja, es gibt ja Devotees, die strikte Sadhana haben und so weiter, aber in dem Umgang hart sind einfach mit anderen. Also, davon sprechen wir ja gerade. Ja, aber das hat er, sie haben ja anscheinend Anziehung an Maha-Mantra oder sowas, aber man kommt dann nicht näher. Was ist der Nutzen davon? Ja, das heißt, was ich noch, wie sagt man? Neophyte? Anfänger. Wenn die Anfänger sind. Was noch keinen höheren Geschmack entwickelt haben. Sind zwar sehr strikt und dann wissen wir. Da fehlt immer noch diese Ruchi. Also wenn die Ruchi haben, dann gehen sie auch mit anderen anders um. Ja, klar. Das ist die Bedeutung von Brahmana. Ja, Brahmana bedeutet, in Englisch ist es gentle. Gentle. Brahmana hat gesagt, dass wir Gentlemen werden sollen. Gentle, wie übersetzt man gentle in Deutsch? Sanft? Sanft? Ja, sanft. Sanftmütig? Sanftmütig. Sanftmütig. Ja. Dann beginnt man automatisch auch mit anderen. Viel freundlicher und viel, wie sagt man, viel barmherziger und wie sagt man, vom Herzen. Wie sagt man das? Herzlich. Die Beziehung ist tiefer. Aber vielleicht die Menschen das vielleicht nicht so verstehen können, weil die nicht so tief sind. Aber auch die Beziehung zu den Gottgeweihten. Das ist eine ganz andere Beziehung, die man entwickelt, wenn man mehr fortgeschritten ist. Aber gleich manchmal auch ein bisschen hart sein kann. Braubert man nicht immer nur so, oh mein Lieber, und, sondern Braubert ist tiefer gesehen. Braubert gesehen, dass wir wie sagt man? Strikte Führung. Strikte Führung braucht. Das ist im Grunde die Haltung die Beziehung der spirituellen Meister. Ja. Genau die Geschichte die wir von Advaitacharya. Advaitacharya sagt, wie Chaitanya Mahaprabhu sehr barmherzig mit den Gottgeweihten war. Und dass er sie aus dem Grunde manchmal, hart anfasst, sagt man das? Zurechtgewiesen. Aber dann Advaitacharya, ein spiritueller Meister, der Gottbruder seines spirituellen Meisters war, behandelte Chaitanya Mahaprabhu Advaitacharya mit viel Respekt. Und er wollte auch gerne mal, wie sagt man, gechastised, zurechtgewiesen werden. Und deshalb begann Advaitacharya plötzlich Mayaveda-Philosophie zu sprechen. Und
Das war natürlich nicht im Sinne Chaitanya. Gleich gechastised. Züchtig. Und an welcher Chai hat es genossen? Da gibt es ein Bild. Ach nee, das war eine andere Begegnung. Aber an welcher Chai hat es genossen, von Chaitanya Mahaprabhu züchtig zu werden? Aber wenn man einen neuen Gott geweiht züchtigt, ist er züchtig. Dann werden die ärgerlich. Und vielleicht verlieren sie sogar den Glauben an den spirituellen Meister. Ein Guru ist so herrlich. Ich brauche ein sanftes, barmherziges. Was ist? Komm hin. Ja? Da gibt es die Buddhis, die können die dass man sie korrigiert, nicht verstehen, nicht verdammen. Und dann entweder gehen wir den Guru auf oder sie gehen zu anderen Guru. Und das heißt auch, dass man im Grunde einem spirituellen Meister nicht zu nahe kommen sollte. Der Schüler sollte dem spirituellen Meister nicht zu nahe kommen. Er sollte nicht den Deities und nicht dem spirituellen Meister zu nahe kommen. Weshalb? Weil ein Anfänger, der macht denken, oh, was, der spirituelle Meister, der begeht auch Fehler und der weiß nicht genau, was er kennt nicht genau die Umstände und so weiter. Da gab es Beispiele mit Schüler Prabhupada. Die Schüler von Prabhupada irgendwann dachten, Prabhupada ist ein alter Mensch. Und der kennt sich nicht gut aus hier in unserer westlichen Kultur und dergleichen. Ja. Und nicht nur das, da gab es sogar einen, der hat Prabhupada geholfen mit seiner Übersetzung. Und irgendwann hat er gedacht, dass Prabhupada nicht richtig übersetzt. Weil der hatte Gemeinschaft mit einem Sanskritologen, wie sagt man das? Sanskrit in Indien. Und der hat dann gedacht, er weiß es besser als Schüler Prabhupada. Ja. Und das war die einzige Person, von der ich gehört habe, dass Schüler Prabhupada sie rausgeworfen hat, das ist gut. Prabhupada gesagt, wir würden nie wieder sehen, und wir sollten ihn auch nicht mehr sehen. Oder so, wie sagt man so, offensive, wie sagt man so? Vergehenvoll. Ja, vergehenvoll. Und nachdem das passiert war, da hörte man nichts Gutes mehr von dieser Person. Weil er Vergehen begangen hat. Habe ich die Frage beantwortet? Habe ich deine, das war deine? Hast du beantwortet deine Frage? Ja, was habe ich denn gesagt? Ja, dass man mit der Zeit diese brahminischen Eigenschaften entwickelt und auch im Umgang mit anderen sanftmütiger wird, aber auf der anderen Seite, dass man ein fortgeschrittener Vaishnava manchmal auch hart sein kann, um seinen Schüler zu helfen. Ja, Prabhupada erwähnt ja auch die 3 Kategorien von Wortgewalt. Nicht die 3 Kategorien, sondern das Verhalten eines Madhyamadikas. Dass er barmherzig ist mit den Anfängern. Ja, barmherzig mit Anfängern. Dass er, wenn er Gottgeweihte trifft, die auf der gleichen Ebene sind, wie wir die anderen, wie wir vor ein paar Tagen gesagt haben. So wie unsere Gottbrüder zum Beispiel. Dass wir Freundschaft schließen, gemeinsam was machen, kooperieren. Und wenn wir Gemeinschaft haben mit fortgeschrittenen Gottgeweihten, dass wir Fragen stellen, uns öffnen, Fragen stellen, wie wir selber Fortschritt machen können. Das haben wir in der Sonntagklasse erwähnt, in der Abenteuer. Dass in der materiellen Welt umgekehrt ist oder anders ist. Also wenn man eine Gemeinschaft hat mit jemandem, der nicht so fortgeschritten ist oder weniger Erfahrung hat, dass man normalerweise ausbeutet. Also wenn man eine Gemeinschaft hat mit Menschen, die auf der gleichen Ebene befinden, oder Gottgeweihte auf der gleichen Ebene befinden, in der materiellen Welt manchmal, dass man dann alle sofort neidisch werden und versucht, den anderen zu beeindrucken von den unglaublichen Qualitäten, die man selber hat.
Das können wir sehen, ja? In unserem Verhalten, wie wir reagieren. Ob wir neidisch werden, ob wir angeben oder ob wir wissen, neue Gottgeweihte missachten, wenn wir nicht barmherzig sind, die nicht versuchen wollen und ihnen nicht helfen wollen, keine Wertschätzung haben dafür, dass sie zum Tempel gekommen sind, zum Devotees geworden sind. Das sind alles Elemente, die präsentieren sich ganz automatisch. Also müssen wir lernen, uns wie Gottgeweihte zu verhalten, Gottgeweihte zu verhalten. Und normalerweise sind ältere Gottgeweihte barmherzig. Ja? Oder? Also nicht so viele ältere Gottgeweihte getroffen. Ja. Was denkst du? Ja? Nicht immer. Nicht immer? Nee. Also ich habe gerade gedacht, also gerade so Neid und sowas, also fällt mir sehr schwer, das in mir so zu enttarnen, so zu sehen. So, und, die Überseele zeigt dir das nicht? doch, schon. Dass du neidisch bist? So, das ist ja auch oft sehr fein. Und so, ich glaube, dass wir einfach noch sehr viel Leidenschaft in uns haben, dass man das dann nicht immer so annimmt, wie es ist, sondern dass es dann so verdrängt wird, weil man einfach in so einem Strom des Tages ist und nicht immer so in der Aufmerksamkeit. Das ist ja ein großes Thema, also für uns zumindest mehr, so wirklich Tugendhaftigkeit anzustreben. Die Devotees sind alle super im Sadhana und so weiter, aber so tagsüber schleicht sich dann so eine Rajas ein. Ja, das ist, weil wir alle Anfänger sind. Was ist denn das Rezept da? So, Deshalb müssen wir einen guten Sadhana haben und nicht nur einen Tag und 2 Tage und einmal in der Woche, sondern so viel wie möglich. Und gute Runden chanten, strikt sind mit den befolgenden Prinzipien, früh aufstehen und so weiter und so weiter. Gemäß Ort, Zeit und Umständen. Einige können das, andere nicht so, weil sie halt nicht direkt in der Gemeinschaft der Gottgeweihten leben, sondern außerhalb. aber wie kriegt man, so bis 9:30 morgens läuft das ja gut, aber dann kommt einfach die Leidenschaft ziemlich rein in den Tag. Ja, man muss die Leidenschaft im Dienste Krishnas benutzen. Ja. Aber da passieren halt die Fehler dann auch. So, auch wenn man die Leidenschaft in den Dienste Krishnas schickt. Ja, einfach weitermachen. Das habe ich jetzt drauf gewartet. Da habe ich jetzt drauf gewartet. Prabhu, einfach weitermachen. Den Mantra kennst du, ne? Das ist der Vorgang. Und mit der Hoffnung oder mit der Zuversicht, oder wie es heißt, die Prinzipien von Rupa Swami, sich bemühen mit Vertrauen. Man mag noch nicht erfolgreich am Anfang sein, aber je mehr man sich bemüht, je mehr lernt man, je mehr macht man seine Erfahrungen, Fortschritt im Krishna wissen. Weil die Entwicklung geht so. Ne? Das ist der Vorgang. Geht nicht so. Geht so. Oder? Was denkst du? Ja? Ja? Du, was denkst Ja, sicher. du? Was denkst du? Ja, Ja, genau. Und du? ja, die Schwankungen habe ich auch erlebt. Ja. Erlebe ich Und auch. du? Wie denkst du denn? Das fällt mir noch ein bisschen schwer. Ich bin so sehr am Anfang. Du bist noch. Ich bin draußen. Ich bin immer so. Ich erlebe das hier so. Ja, so. Ich bin so. Ja. Ja.
Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen nach unten. Ja, kannst du ein bisschen runter? Es geht langsamer. Ja, so ungefähr. Ja. Aber man muss Jai! Doch gut, ne, Leute? Matthias Das heißt, die von 2 Hoffnung ist Jahren, immer da. Die Hoffnung ist da. also Matthias von vor 2 Jahren und Matthias heute, das ist ein Ja. Unterschied. Schon okay. So, wir lesen das Bhagavatam.